Good morning. Guten Morgen. It is a great joy for me to be back in this beautiful part of Germany. Es ist eine große Freude für mich, wieder hier in diesem schönen Teil von Deutschland zu sein. And it is a great joy to share the blessing of life this day. Und es ist eine große Freude, den Segen des Lebens heute mit Ihnen zu teilen. With people who have gathered together Mit Leuten, die hier zusammengekommen sind. For the purpose of learning and growing. Mit dem Ziel, zu lernen und zu wachsen. An expanding spirit. Und sich geistig zu erweitern. We can never know when some process will begin in our bodies. Wir können niemals wissen, wann ein Prozess in unserem Körper beginnen wird. In our homes. Bei uns zu Hause. In our communities. In unserer Gemeinschaft. Or in the world. Oder in der Welt. Life is uncertain. Leben ist unsicher. And in this current time of confusion and unrest, und in der heutigen Zeit der Verwirrung und Unruhe, on the earth that we all share, auf der Erde, die wir alle teilen, let us take a moment to appreciate the gift of life. Lassen Sie uns einen Moment Zeit nehmen, um das Geschenk des Lebens anzuerkennen. Just the gift of breath, breathing in. Einfach nur das Geschenk des Atems, einzuatmen. Breathing out. Auszuatmen. Breathing in, I am alive. Einatmen, ich bin am Leben. Breathing out, I am. Beim Ausatmen, ich bin. And let us take a moment to look around at the others who share the space with us today. Und lassen Sie uns einen Moment Zeit nehmen und uns umsehen zu den anderen, die mit uns diesen Raum heute teilen. In fact, if I could have the lights up again just for a moment, a little bit. Kann ich bitte die Lichter noch mal kurz anhaben? I'd like to share an exercise with you I learned from Thich Nhat Hanh. Ich möchte eine Übung Ihnen mitteilen, die ich von Thich Nhat Hanh gelernt habe. So if you could all silently stand up for a moment. Wenn Sie alle bitte in Stille, schweigend aufstehen könnten, einen Moment. And if the front row here and the front row in the balcony could turn around and face the back wall. Und wenn die Leute in der ersten Reihe hier unten und oben auf dem Balkon sich umdrehen könnten, so dass sie nach hinten schauen. And raise your arms above your head. Und heben Sie die Arme hoch über Ihren Kopf. Reaching with one hand toward the sky and with the other hand toward the sky. Und so dass Sie Ihre Hände ausstrecken. Die eine Hand Richtung Himmel und die andere genauso Richtung Himmel. Now inhale. Und jetzt atmen Sie ein. As you exhale, stretch your body to the right. Und beim Ausatmen strecken Sie Ihren Körper zur Rechten. Inhaling back to center. Und beim Einatmen wieder zurück zur Mitte. And exhaling, stretch your body to the left. Und beim Ausatmen strecken Sie Ihren Körper zur Linken hin. Inhaling back to center. Und beim Einatmen zurück zur Mitte. Bring your palms together over your head. Und bringen Sie Ihre Handflächen über dem Kopf zusammen. Bring your hands down to your chest. Und bringen Sie Ihre Hände hinunter in den Brustbereich. And bend at the waist. Und beugen Sie sich in der Taille. And come back to center. Und kommen Sie wieder zurück zur Mitte. Be seated. Und setzen Sie sich. I've never experienced having such a sea of hands in front of me. It was wonderful. Ich habe noch niemals erlebt, solch ein Meer der Hände vor mir zu haben. Es war wunderbar. Thank you. Danke. The topic I was given for this particular conference today Den Vortrag, den ich heute an dieser Konferenz halten werde, was the soul in disease. da geht es um die Seele in der Krankheit.
While it might be interesting to explore the Jungian concept of the collective soul, Und es ist vielleicht interessant, das Konzept der kollektiven Seele zu erforschen or Kant's ideas on the transcendency of the human being, oder Kants Ideen zur Transzendenz des menschlichen Wesens, as it applies to a disease process, wenn das mit einem Krankheitsprozess, also angewandt auf einen Krankheitsprozess, I choose to speak this morning from my own particular encounter with a life-threatening disease, und heute Morgen habe ich die Wahl getroffen, mit meiner eigenen Begegnung mit einer lebensbedrohlichen Krankheit darüber zu reden. and from my personal experience in working with the seriously ill and the dying. Und von meiner persönlichen Erfahrung bei der Arbeit mit ernsthaft kranken und sterbenden Menschen. I am defining soul for the purpose of this talk Und für diesen Vortrag definiere ich Seele folgendermaßen. as a divine or spiritual essence Die Seele, eine göttliche oder spirituelle Essenz, representing what we actually are, die das darstellt, was wir in Wirklichkeit sind. in addition to the body, Zusätzlich zum Körper. something apart from our physical being, Etwas, das nicht zu unserem physischen Wesen gehört. in other words, that part of us that uses the physical body for evolving consciousness or awakening. Anders ausgedrückt, dieser Teil unserer selbst, der den physischen Körper für Wachstum und Erwachen benutzt. I believe that we can stay connected to spirit during a disease process, Ich glaube, dass wir mit dem Geist verbunden bleiben können während eines Krankheitsprozesses and that it is essential to do so. und dass es ganz wesentlich ist, das auch zu tun. I feel that we can not only nurture our souls in the midst of disease, Ich habe den Eindruck, dass man nicht nur die Seele mitten in einer Krankheit nähren kann, but that a life-threatening disease is an exquisite opportunity sondern dass eine lebensbedrohende Krankheit eine ganz besondere Gelegenheit ist, for raising our consciousness and expanding our souls. unser Bewusstsein anzuheben und unsere Seele weiter werden zu lassen. We can nurture spirit in a disease process Wir können den Geist in einem Krankheitsprozess nähren, by remaining conscious, indem wir bewusst bleiben, by accepting the way things are, indem wir die Dinge so, wie sie sind, akzeptieren, by facing our fears, indem wir unseren Ängsten ins Angesicht schauen letting love in, und die Liebe in uns hineinlassen, by embracing the lessons of our illness, indem wir die Lektion unserer Krankheit umarmen and by recognizing the life-healing gifts und indem wir die heilenden Geschenke des Lebens anerkennen und erkennen, that a life-threatening disease can bring. die eine lebensbedrohende Krankheit bringen kann. How many people in this audience have professional or personal or family experience with a life-threatening disease? Wie viele Menschen hier bei den Zuhörern haben persönliche oder berufliche Erfahrungen oder Erfahrungen in der Familie mit einer lebensbedrohlichen Krankheit? Thank you. Danke. How many people have felt the mind-numbing fear Und wie viele von Ihnen haben den Verstand lähmende Angst verspürt, that a word such as cancer or AIDS or Alzheimer's can bring? die ein Wort wie zum Beispiel Krebs oder AIDS oder Alzheimersche Krankheit hervorrufen kann? Thank you. Danke. Such words can set off an alarm in our brains, and we go into a kind of emotional shock or paralysis. Und solche Worte können die Alarmglocke in unserem Gehirn läuten lassen und wir gehen in einen emotionellen Schock oder in eine Lähmung, which can render us unable to think and to act rationally.
die uns unfähig machen kann, zu denken und rational zu handeln. It can catapult us into a fear-driven unconsciousness. Es kann uns in eine von der Angst getriebene Unbewusstheit katapultieren. And we can so easily forget that our disease is just our disease. Und wir können so leicht vergessen, dass unsere Krankheit nur unsere Krankheit ist. It's not who we are. Und das ist nicht der wir sind. I would suggest that the first way we can nurture spirit when we're faced with any trauma or life-threatening event Ich schlage vor, dass die erste Art und Weise, wie wir mit Trauma oder einem lebensbedrohlichen Ereignis umgehen können, is to stay awake, ist, dass wir wach bleiben, to pay attention. dass wir aufmerksam sind. Yet this can be a daunting task. Aber das kann eine erschreckende Aufgabe sein. When we come face to face with our mortality, Wenn wir Angesicht zu Angesicht mit unserer Sterblichkeit sind, which is always present, die immer gegenwärtig ist, and yet is highlighted in the wake of a diagnosis of a disease that's known to cause death, und doch ganz besonders beleuchtet wird durch eine Diagnose, von der man weiß, dass sie den Tod bringen kann, we can become quickly overwhelmed. dann können wir ganz schnell überwältigt werden. I remember when I came home from the hospital after the surgery that uncovered my cancer, Ich erinnere mich, als ich nach Hause kam aus der Klinik nach der Operation, bei der mein Krebs entdeckt wurde, inundated with advice from every quarter. und ich wurde von jeder Ecke überflutet mit Ratschlägen. My mind still under the influence of the drugs, Und mein Verstand war immer noch unter dem Einfluss der Medikamente. and trying to cope with a weakened physical body, Und ich versuchte zurechtzukommen mit einem geschwächten Körper. knowing that my life had been irrevocably changed. In dem Wissen, dass mein Leben unwiederbringlich verändert war. I was determined to forge a path to healing, Und ich war ganz entschlossen, einen Weg zu finden hin Richtung Heilung. in the most positive way possible, and to make conscious choices that would allow me to feel empowered instead of victimized, Auf die positivste Art und Weise und bewusste Wahlen zu treffen, mit denen ich mir selbst Macht gab und nicht mich zum Opfer machte. yet it was very difficult to stay awake, Und doch war es sehr, sehr schwierig, wach zu bleiben. even physically stay awake, Selbst auf der physischen Ebene wach zu bleiben. let alone to remain consciously alert. Und noch viel schwieriger, ganz bewusst wach zu bleiben. Or in touch with spirit. Oder in Berührung zu sein mit dem Geist. Because in such a case, our emotions are heightened, Denn in solch einem Fall stehen wir unter einem viel stärkeren Einfluss der Emotionen. our mind is dulled, and it may be very easy to escape into sleep and isolation. Und unser Verstand ist gewissermaßen lahmgelegt und so ist es ganz leicht, in Schlaf und Isolation sich zu flüchten, To let fear and panic take over. sodass Angst und Panik die Oberhand gewinnen können. And there's the temptation to give away our power to medical professionals. Und es gibt diese Versuchung, unsere Macht den Menschen in medizinischen Berufen zu übergeben, As the irrefutable choice or authority in how to prolong our life. dass diese die Wahlmöglichkeiten haben für unser Leben und die Autorität über unser Leben. It is easy to be seduced into forfeiting our voices and our choices. Und es ist ganz leicht, sich dahin bringen zu lassen, dass wir unser Stimmrecht und unsere Wahlmöglichkeiten verspielen. There's no right or wrong way to proceed. Es gibt keinen richtigen oder falsche Art und Weise, wie wir vorgehen können. Because each individual must forge his or her own way Denn jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen, through the formidable waters of a life-threatening disease.
durch die hohen Wasser einer lebensbedrohenden Krankheit. Whether that diagnosis is our own or has become the plight of someone we care about. Und ob diese Diagnose nun unsere eigene ist oder die schwierige Lage eines Menschen, der uns am Herzen liegt. So the crucial point, if we are to evolve as individuals, Und der wesentliche Punkt, um den es geht, wenn wir uns als Individuen entwickeln wollen, is to step back from the reactivity of our minds long enough ist, dass wir lang genug zurücktreten von der Aktivität unseres Verstandes, to move forward consciously and in a way that will provide wholeness and healing in the larger sense. voranzuschreiten auf ganz bewusste Art und auf eine Art, die Ganzheit und Heilung bringt. When fears arise in us, the impulse is to run away and hide. Wenn Ängste in uns aufsteigen, haben wir den Impuls, wegzurennen und uns zu verstecken. Or to pretend that things are somehow different than they are. Oder vorzugeben, dass die Dinge irgendwie anders sind, als sie in Wahrheit sind. Yet, I believe it is in just such frightening circumstances Aber ich glaube, dass es genau in diesen beängstigenden Umständen, that the choice to stand still and face our fears dass wir da die Wahl haben, Stille zu halten und unseren Ängsten ins Auge zu sehen. can make the biggest difference Und das kann den größten Unterschied bewirken and can afford the greatest opportunity for personal and spiritual growth. und das kann die größte Gelegenheit für persönliches und spirituelles Wachstum sein. In fact, some spiritual teachers say Einige spirituelle Lehrer sagen, that fear is our reaction to moving closer to some truth, dass die Angst unsere Reaktion darauf ist, uns näher auf eine Wahrheit hinzuzubewegen. yet it's at the core of those frightening experiences Es ist jedoch im Kern, im Zentrum dieser beängstigenden Erfahrungen. It's in the heart of our suffering Es ist im Herzen unseres Leidens, where we find the seeds of our awakening. wo wir den Samen für unser Erwachen finden. So by letting go of our desire for things to be one way or another way, Und wenn wir unser Verlangen loslassen, dass die Dinge so oder so aussehen sollen, and by opening to the way things actually are, und indem wir uns öffnen dafür, wie die Dinge in Wirklichkeit sind, we can at any time enter the realm of the sacred. können wir jederzeit den Bereich des Geheiligten betreten. Because it is our unpreferenced presence in the moment Denn unsere Gegenwart ohne irgendwelche Vorlieben im gegenwärtigen Moment, that makes a moment holy die macht einen Augenblick heilig and makes us whole. und macht uns ganz. Facing our fears includes speaking the truth. Und wenn wir uns unsere Ängste wirklich ansehen, dann ist damit eingeschlossen, dass wir die Wahrheit sagen, rather than hiding or denying whatever our thoughts and feelings may be. anstatt zu verstecken oder verleugnen, was immer unsere Gedanken oder Gefühle sein mögen. Accepting the way things are supports authentic living. Und die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, hilft bei einer authentischen Lebensweise. Of course, it's normal to experience fear and anxiety and sorrow and anger and grief. Natürlich ist es ganz normal, Furcht und Angst und Wut und Besorgnis und Trauer zu erleben. During times of trauma and crisis, that's part of the human experience. In Zeiten von Trauma und Krise ist das Teil des menschlichen Erlebens. And yet, denying our fears only expands them. Und wenn wir unsere Ängste jedoch leugnen, dann macht es diese nur größer And gives them more power over the mind. und gibt ihnen mehr Macht über den Verstand. So telling the truth about one's experience, whether to a trusted friend or loved one or in a support group of other people going through the same experience, Wenn wir also die Wahrheit sagen, entweder einem Menschen, dem wir Vertrauen schenken, oder einem geliebten Menschen, oder in einer Gruppe, die uns unterstützt, indem wir uns also wahrhaftig äußern über unsere Erfahrungen, or I should say similar experience, because
each experience is unique. Oder eine Gruppe, die ähnliche Erfahrungen hat, weil jede Erfahrung ja einzigartig ist. This kind of communication does not change the experience, but it can help us feel less isolated and alone. Diese Art der Kommunikation verändert zwar nicht das Erleben, aber es kann uns dabei helfen, uns isoliert und allein zu fühlen. As a mother of a hospice patient I once worked with said, you have to communicate. Wie die Mutter eines Menschen, der im Hospiz war, einmal sagte, du musst kommunizieren. You have to be open, whether you want to or not. You have to face the reality. Du musst offen sein, ob du das möchtest oder nicht. Du musst der Realität ins Gesicht sehen. And she said it doesn't make it less painful, but it makes it more bearable. Und sie sagt, die Kommunikation macht es nicht weniger schmerzhaft, aber leichter zu ertragen. If our feelings are not expressed, Wenn unsere Gefühle nicht ausgedrückt werden, then their power over our mind can increase and limit our ability to move forward. dann kann ihre Macht über unseren Geist größer werden und unsere Fähigkeit voranzuschreiten einschränken. So the soul work becomes not to let our fears become larger than who we are. Unsere Seelenarbeit wird dann also unsere Ängste nicht größer werden zu lassen als der wir sind. It's been said that opening up to love is the best thing that anyone with a life-threatening disease can do. Man hat gesagt, dass sich der Liebe zu öffnen die beste Sache ist, die man machen kann, wenn man eine lebensbedrohliche Krankheit hat. That includes opening to receiving love and to loving ourselves as well. Das schließt mit ein, sich dafür zu öffnen, Liebe zu empfangen und auch sich selbst zu lieben. I think it's a time to let go of our egotistical ideas that it's wrong or bad to love oneself. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir loslassen von dieser Vorstellung, dass es egoistisch sei, uns selbst zu lieben. It's a time to ask for what we need and want, Es ist eine Zeit, um das zu bitten, was wir brauchen oder möchten. to let whatever we have given in life come back to us. Und all das, was wir im Leben gegeben haben, zu uns zurückkommen zu lassen. Confident that when we're able, we will again continue the cycle of giving and receiving. In dem Vertrauen, dass wenn wir wieder dazu in der Lage sind, wir diesen Zyklus des Gebens und Nehmens weiterführen werden. So by softening our mental parameters, Und wenn wir unsere geistigen Parameter etwas weicher werden lassen and releasing our ideas about what we deserve or how much we can contain, und unsere Ideen loslassen darüber, wie viel wir verdienen oder wie viel wir halten können, we expand our ability to receive love. dann dehnen wir unsere Fähigkeit aus, Liebe zu empfangen. We can nurture spirit in a disease process Wir können den Geist nährend unterstützen in einem Krankheitsprozess, by remembering and surrendering to the healing power of love in its myriad forms. indem wir uns erinnern und uns hingeben der Heilkraft der Liebe in ihren mannigfaltigsten Formen. When life handed me a diagnosis of cancer, Als das Leben mir die Krebsdiagnose überreichte, I made a choice to open to the experience of that cancer as a teacher in my life. traf ich die Wahl, mich dieser Erfahrung des Krebses als Lebenslehrer zu öffnen And to learn all I could from the curriculum und von diesem Lehrplan so viel ich konnte zu lernen, instead of just trying to fight it or beat it or pray for recovery. anstatt einfach nur dagegen anzukämpfen oder es zu überwinden oder einfach um Besserung zu beten. I felt that to deny the teacher because of its form Ich hatte das Gefühl, dass wenn ich diesen Lehrer leugne wegen seiner Form, would have been to act like the person who prayed to be rescued from the rooftop
Das wäre wie dieser Mensch, der darum bat, er war auf dem Dach und der betete um Hilfe, of her flooded house, weil das Haus überflutet war. and then told the rescue squad, the boatman, and the helicopter pilot that she was waiting for God to save her. Und als dann die Rettungstruppe kam und ein Boot kam und ein Hubschrauber kam, um sie zu retten, sagte sie all denen, sie wartet auf Gott, dass er sie rettet. For some of us, there are lessons that seemingly can only be learned through something as traumatic as a life-threatening illness. Und für manche von uns hat es den Anschein, dass sie nur etwas lernen können, was sie lernen müssen durch eine lebensbedrohliche Krankheit. So I continue to learn from my experience and from some of the after effects of treatment. Ich habe also weiterhin von meiner Erfahrung und von den Nachwirkungen der Behandlung gelernt. Some of the lessons have been obvious and some of them are more difficult to discern and integrate. Und einige der Lektionen waren ganz offensichtlich und andere waren schwieriger zu erkennen und zu integrieren. I believe that caring for the spirit during disease includes not only being open to what the illness or the disease can teach us, Stimmt irgendwas nicht hier? Could you repeat the last sentence, please? I believe that caring for spirit during a disease process includes not only being open to what the disease might teach us, Und ich glaube, wenn wir uns an den Geist wenden, das heißt nicht nur offen dafür zu sein, was die Krankheit uns bringen könnte, but looking for the lessons and the gifts that we might uncover or discover. sondern nach den Lektionen Ausschau zu halten und nach den Geschenken, die wir vielleicht entdecken könnten. As I was building my personal paradigm for healing, Als ich mein persönliches Heilparadigma aufbaute, I began spontaneously to use gratitude as a healing tool. habe ich ganz spontan begonnen, Dankbarkeit als Hilfsmittel zur Heilung zu nutzen. The simple act of noticing what one has to be thankful for rather than what one has lost Und diese ganz einfache Handlung des Bemerkens der Dinge, für die man dankbar sein kann, anstatt seinen Blickwinkel auf das zu richten, was man verloren hat, has tremendous power. hat eine enorme Kraft. I used this practice to get through difficult moments in my treatment, Und ich habe diese Übung verwandt, um schwierige Momente in meiner Behandlung durch diese hindurchzugehen and during other arduous events. und während anderer heftiger Ereignisse. I have learned that gratitude is a sure cure for depression or self-pity. Und ich habe gelernt, dass Dankbarkeit eine ganz schnelle Heilung von Depression oder Selbstmitleid ist. Gratitude allows us to experience our wholeness regardless of the condition of our physical bodies. Denn die Dankbarkeit gestattet uns, unsere Ganzheit zu erleben, egal in welchem Zustand sich unser physischer Körper befindet. It opens our hearts and our minds and expands our ability to receive. Sie öffnet unsere Herzen, unseren Verstand und erweitert unsere Fähigkeit zu empfangen. I remember well the day that I was driving in my car to a medical appointment and practicing this gratitude. Ich erinnere mich gut an den Tag, als ich einmal zu einem Arzttermin fuhr und diese Dankbarkeitsübungen machte. And the words came out of my mouth, I'm thankful for my cancer. Und die Worte kamen aus meinem Mund, ich bin dankbar für meinen Krebs. And my logical mind rebelled. Und mein logischer Verstand hat rebelliert. Surely this made no sense. Das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. And yet, as I examined it, I realized that my spontaneous thought was authentic. Und als ich es dann untersuchte, habe ich doch festgestellt, dass dieser spontane Gedanke authentisch war. That I was and am thankful for my cancer, for all that it has taught me, Dass ich dankbar war und immer noch bin für meinen Krebs, und zwar für all das, was er mich gelehrt hat. and for all that has changed for the better in my life as a result of an encounter with cancer. Und für all das, was sich zum Guten hingewendet hat in meinem Leben als Ergebnis dessen, dass ich Krebs hatte.
So what began as a healing strategy has evolved into a spiritual practice that has transformed my life. Und was als Heilstrategie begann, hat sich jetzt als spirituelle Übung, die mein Leben transformiert hat, entwickelt. Cultivating this attitude of gratitude Und indem ich diese Haltung der Dankbarkeit kultiviere, helps us navigate the bumpy roads of our lives also wenn wir das tun, dann hilft uns das, die löchrigen Strecken unseres Lebensweges gut zu überstehen. and expands our perspective, Und unsere Perspektiven werden erweitert. allowing us to see a larger picture. Und es wird uns gestattet, ein größeres Bild zu sehen. And in fact, gratitude may be the single most powerful medicine for physical, mental, and spiritual health, Und Dankbarkeit ist vielleicht die kraftvollste Medizin für geistige und mentale und körperliche Krankheiten. for us as individuals and for our planet as a whole. Für uns als einzelne Menschen und aber auch für unseren Planeten als Ganzes. One of the most noticeable gifts of my cancer was an immediate shift in priorities. Und eines der bemerkenswertesten Geschenke beim Krebs war eine sofortige Veränderung der Prioritäten. In the way in which I spent my time. Und zwar bezüglich dessen, wie ich meine Zeit verbrachte. In our society, we are often in such a hurry. We lead such fast-paced lives. In unserer Gesellschaft sind wir oftmals so sehr in Eile. Unser Leben hat so eine schnelle Gangart. That wear us down emotionally and physically. So that we are? That wear us down. That Die uns müde machen, und zwar auf der emotionalen Ebene und auf der körperlichen Ebene. cause us stress. Und die Stress verursachen. So we have to come to a conference like this to slow down. Wir müssen also zu einer Konferenz wie dieser hier kommen, um langsamer zu werden. Because we take so little times in our lives to pause and reflect, to relax, to rejoice. Weil wir uns so wenig Zeit nehmen, in unserem Leben anzuhalten, zu reflektieren, uns zu freuen. Rest was once viewed as a divine activity. Und Ruhe wurde einmal als göttliche Aktivität gesehen. And as a sign of holiness and wisdom. Und als etwas, was der Ganzheit und der Weisheit diente. Rather than as a sign of laziness or weakness. Anstatt als ein Zeichen der Faulheit oder Schwäche. Days of rest in a variety of religious traditions were actually observed. Man konnte in verschiedensten religiösen Traditionen Tage der Ruhe feststellen, where people spent time in meditation or worship or reflection on nature or simply being in quality time with the family. wo die Menschen Zeit damit verbrachten, zu meditieren oder zu beten, in der Natur zu sein oder einfach qualitativ hochwertige Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. And I often wonder how our lives and the world might change Und ich frage mich oftmals, wie unser Leben und die Welt sich verändern würde, if we all actually, even for one whole day a week, unplugged the television sets and the computers and the fax machines. wenn wir alle an einem Tag in der Woche das Telefon rausstöpseln, den Computer, das Fax Turned off our car engines. und das Auto, also nicht Auto fahren würden. Though Europeans are much better than this at Americans because you walk everywhere. Und die Europäer sind darin viel besser als die Amerikaner, weil ihr überall hingeht. And Americans are very lazy. Und die Amerikaner sind faul geworden. But if we actually spent quality time resting, reflection, meditating in silence, or being in conscious contact with others, Und wenn wir aber tatsächlich qualitativ hochwertige Zeit in der Ruhe, in der Meditation, im Austausch mit anderen verbringen, my experience is that when we do observe such practices, everything changes.
ist mein Erleben, dass wenn wir solche Praktiken tun, sich alles verändert. Our souls are replenished. Unsere Seelen werden wieder wie angefüllt. We treat others better and our lives take on a richer texture. Wir behandeln andere besser und das Gewebe unseres Lebens wird reichhaltiger. Some of us need a life-threatening disease in order to rest. Manche von uns brauchen eine lebensbedrohliche Krankheit, um zu ruhen. Or I should say, to give ourselves permission to rest. Oder ich sollte es vielleicht lieber so ausdrücken, um uns die Erlaubnis zu geben, zu ruhen, uns auszuruhen. In working with a number of hospice patients, I have observed Ich habe beobachtet bei meiner Arbeit mit einer Reihe von Hospizpatienten, many people who have awakened to the preciousness of life that they once took for granted, dass viele Menschen erwacht sind zu der Qualität des Lebens, zur Kostbarkeit der Zeit, die sie früher für selbstverständlich genommen haben. in the process of accepting a lifespan shorter than they might have hoped for or imagined. In dem Prozess, dass sie akzeptieren, dass ihre Lebensspanne kürzer sein könnte, als sie vielleicht gehofft oder sich vorgestellt hatten. I know people whose disease has given them the incentive or perhaps the courage Ich kenne Leute, deren Krankheit ihnen den Anreiz oder vielleicht auch den Mut gegeben hat, to rearrange their priorities, ihre Prioritäten neu zu ordnen, to slow down, to spend more time with loved ones, langsamer zu werden und mehr Zeit mit geliebten oder nahestehenden Menschen zu verbringen and to enjoy activities they had put aside in pursuit of more power und sich wieder an Aktivitäten zu erfreuen, die sie beiseite gelegt hatten im Verfolgen von mehr Macht more money, oder mehr Geld or a quicker rise to success. oder um schneller erfolgreich zu werden. I agree with Elizabeth Kubler-Ross, who said that it is only when we truly know and understand that we have a limited time on earth Und ich stimme mit Elisabeth Kübler-Ross überein, die sagt, nur dann, wenn wir wissen, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben and that we have no way of knowing when our time will come to an end, und dass wir nicht wissen können, wann unsere Zeit abgelaufen sein wird, then we will begin to live life to its fullest. nur dann werden wir unser Leben in seiner ganzen Fülle leben, As if each day is the only one we have. als ob jeder Tag der einzige wäre, der uns noch bleibt. Because all we ever truly have is the present moment. Denn alles, was wir jemals wirklich haben, ist der gegenwärtige Moment. In a thought-provoking book called From Aging to Saging, In einem Buch, das viele Gedanken provozierte, das nennt sich Vom Altwerden zum Weisewerden. Im Englischen ist es ein Wortspiel, das geht im Deutschen leider nicht so gut. a nice concept. Das ist also eine schöne Vorstellung. Rabbi Zalman Schachter Shalomi talks about a hospice counselor who developed colon cancer. Spricht der Autor über einen Hospizpatienten, der what kind of cancer? Colon. Der Darmkrebs entwickelte. Her illness, she said, made her realize how often she said yes when she needed to say no. Und sie erkannte durch ihre Krankheit, wie vielmals sie Ja gesagt hatte, wenn sie eigentlich hätte Nein sagen sollen. She felt that her deep encounter with death liberated her from this form of self-abuse. Sie hat gefühlt, dass ihre Begegnung mit einer lebensbedrohlichen Krankheit sie davon befreit hat, diese Art des Selbstmissbrauchs weiterzuführen And betrayal of the self. und somit das Selbst zu betrügen. Years later, she said that this encounter initiated her Jahre später sagte sie, dass diese Begegnung für sie der Anfang war, into states of
of inner freedom für Zustände des inneren Friedens, she could scarcely imagine when she was younger. die sie sich fast überhaupt nicht vorstellen konnte, als sie jünger war. And she went on to say that although her cancer had not returned in some years, Und sie führte fort, obwohl ihr Krebs schon einige Jahre nicht mehr zurückgekehrt war, she never wanted it to leave entirely. so wollte sie doch niemals, dass er ganz wegginge. She said she wanted the cancer to sit on my left shoulder for the rest of my life, Und sie sagte, sie will, dass der Krebs für den Rest ihres Lebens auf ihrer linken Schulter sitzt, because the encounter with death gave her the authority to claim her own voice and sing her own song. weil diese Begegnung mit Krebs ihr die Autorität verlieh, ihre eigene Stimme wirklich wieder in Besitz zu nehmen und ihr eigenes Lied zu singen. And I can resonate with what she says. Und das hat in mir auch einen Nachhall. I have come to agree with a woman who took a microphone at a workshop with Stephen Levine Ich stimme mit einer Frau überein, die ein Mikrofon bei einem Workshop mit Stephen Levine in die Hand genommen hat, to announce that she had been graced by cancer. um zu sagen, dass ihr die Gnade des Krebses widerfahren war. She went on to explain that it wasn't until she got cancer Und weiterhin hat sie erklärt, dass erst dann, als sie Krebs hatte, that she started to pay attention to the preciousness of each breath, dass sie anfing, achtsam zu sein gegenüber dem Wert, den jeder Atemzug hat. to the momentum of each thought, Und dieser Triebkraft jedes einzelnen Gedankens. and to begin to directly experience her life. Und indem sie anfing, das Leben direkt zu erleben, zu erfahren. And I can agree with Lance Armstrong, Und ich stimme auch mit Lance Armstrong überein. now a 3-time winner of the Tour de France, Er hat bisher 3-mal die Tour de France gewonnen. who has said that his cancer is the best thing that ever happened to him Der gesagt hat, dass der Krebs das Beste war, was ihm jemals widerfahren ist. because it was the cancer that brought him closer to truth. Denn der Krebs war es, der ihn näher an die Wahrheit brachte. There's a story in the Old Testament that's often referred to as Jacob wrestling with the angel. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die man oftmals so beschreibt, wie Jakob mit dem Engel kämpft. Although the word angel is not actually mentioned anywhere in the passage. Obwohl in der ganzen Passage niemals das Wort Engel auftaucht. During a stressful period in his life, Während einer schwierigen Lebensphase Jacob leaves his home in Haran to move back to Canaan, a place he had left 20 years before. verlässt Jakob sein Heim in Haran, um wieder zurück nach Kanaan zu gehen, das er 20 Jahre zuvor verlassen hatte. And as this long and arduous journey is nearing an end, Und als diese lange und harte Reise sich dem Ende nähert, he decides one day to send his family, his servants, and all of his belongings on ahead of him beschließt er eines Tages, seine Familie, seine Diener und all sein Hab und Gut schon voranzuschicken, across a stream while he stays behind. über den Fluss, während er am anderen Ufer bleibt. There's no clue in the story as to exactly why he does this. Und es gibt in der Geschichte überhaupt keinen Hinweis, warum er das macht. Perhaps he just needed some downtime Vielleicht brauchte er einfach Zeit für sich, away from his large entourage, which included 11 children, 2 wives, and 2 handmaidens, weg von seiner ganzen Umgebung, eingeschlossen 11 Kinder, 2 Ehefrauen und 2 Dienerinnen. Perhaps he's just seeking some quiet time to pause and reflect. Vielleicht wollte er einfach ein bisschen Ruhezeit haben, um anzuhalten und nachzudenken. In any case, he spends the night alone beside the stream. Auf alle Fälle verbringt er die Nacht allein am Ufer. And the scripture says, Jacob was left alone, and a man wrestled with him into the breaking of day. Und in der Schrift steht, Jakob wurde allein gelassen und ein Mann rang mit ihm bis der Tag wieder kam. And when he saw that he prevailed not against him,
Und als er sah, dass er nicht die Oberhand gewinnen konnte, he touched the hollow of his thigh, and Jacob's thigh was put out of joint as he wrestled with him. dann berührte er seinen Schenkel und also der Schenkel ging aus dem Gelenk während dieses Kampfes. As daylight approaches, the mysterious opponent asks Jacob to let him go. Und als das Tageslicht sich langsam nähert, dann bittet dieser geheimnisvolle Gegner Jakob, ihn doch gehen zu lassen. But Jacob refuses, saying, I will not let you go until you bless me. Aber Jakob weigert sich und sagt, ich will dich nicht ziehen lassen, bevor du mich segnest. This other being just shows up in Jacob's space in the middle of the night. Dieses andere Wesen zeigt sich einfach Jakob mitten in der Nacht, Uninvited, unbidden, and engages him in combat. ungebeten, ungeladen und fordert ihn zu einem Kampf heraus. Now notice that Jacob doesn't whine or complain or start saying, why me, why now? Und beachten Sie, dass Jakob nicht jammert und sich beklagt und sagt, aber warum ich denn oder warum jetzt? Or say, hey, I don't deserve this. Oder sagt, also ich verdiene das doch nicht. Or try to run away. Oder er versucht auch nicht wegzurennen. Or say, come back after I have a few years of therapy. Oder sagt, komm zurück, nach wenn ich ein paar Jahre Therapie hinter mir habe. He doesn't shout, you're just an illusion, I'm going to pretend you're not here. Er sagt auch nicht, du bist nur eine Illusion, ich tue jetzt einfach so, als ob du nicht da wärst. He accepts the reality of the situation and he engages with the intruder. Er akzeptiert die Realität der Situation und er geht mit dem Eindringling. He throws himself into the encounter, and even when he's hurt, Er wirft sich in die Begegnung hinein und selbst als er verletzt wird, he doesn't give up. gibt er nicht auf. He keeps going through the long night in the dark. Er geht einfach weiter, also er macht einfach weiter in der langen, dunklen Nacht. He stays with it and he does not succumb. Er bleibt dabei und er gibt nicht auf. Then as darkness fades and light appears once more, Und als die Dunkelheit dann langsam weicht und das Licht auftaucht, his opponent wants to concede, but Jacob demands that he bless him before he goes. dann möchte sein Gegner also einlenken und weggehen und Jakob besteht aber darauf, dass er ihn segnet, bevor er geht. Jacob insists on something more than his residual pain from his ordeal. Und Jakob besteht darauf, dass er noch mehr davon hat als nur die Restschmerzen von dieser schwierigen Situation. He's not willing to settle for release or comfort or safety. Und er ist nicht bereit, sich zu verkaufen, einfach nur, dass es ihm besser geht oder dass er behaglicher ist oder für Sicherheit. He wants meaning, understanding. Denn er möchte Bedeutung, Sinn, Verstehen. He's looking for grace after a gritty night of combat. Und er schaut aus nach Gnade, nach einer Nacht des Kampfes, die viel Mut erforderte. And so his unusual nighttime visitor complies with Jacob's request. Und so folgt dieser ungebeten und ungewöhnliche Besucher der Nacht den Bitten Jakobs. He gives Jacob a new name, a new identity that symbolizes a transformation. Und er gibt Jakob einen neuen Namen, eine neue Identität, die als Symbol steht für diese Transformation. And opens up a whole new way of life for this man now called Israel. Und das eröffnet ein ganz neues Leben für diesen Mann, der danach Israel genannt wurde. The blessing Jacob received was probably not obvious to other people right away. Dieser Segen, den Jakob bekommen hatte, war anderen Leuten wahrscheinlich nicht direkt offensichtlich. They only noticed him limping. Sie haben nur festgestellt, dass er hinkte. Yet Jacob knew that he was a changed man. Jakob jedoch wusste, dass er ein anderer war. And before he left the place where this life-altering event occurred, he gave the place a new name. Und bevor er diesen Ort verließ, wo diese Sache sich ereignete, die sein Leben verändert hatte, dann gab er dem Ort einen neuen Namen. Which in Hebrew means, I have come face to face with God. Und der ist hebräisch und bedeutet, ich war
Ich war Angesicht zu Angesicht mit Gott. For me, the unexpected diagnosis of cancer in my life Für mich ist es so, dass diese unerwartete Krebsdiagnose in meinem Leben, truly was a blessing in disguise. wirklich ein versteckter Segen war. Also ein Segen, der erstmal sich verkleidet darstellte. It's transformed my life on every level. Er hat mein Leben auf jeder Ebene transformiert. From my relationship to my physical being and to food, Von meiner Beziehung zu meinem körperlichen Sein, zu Nahrung, to my relationship with others and with God. zu meiner Beziehung mit anderen, with others and with God, you say? Zu meiner Beziehung mit anderen und mit Gott. It's taught me to take nothing for granted. Es hat mich gelehrt, nichts selbstverständlich zu nehmen. It's made me a stronger person, a healthier person. Der Krebs machte mich zu einem gesünderen und stärkeren Menschen. It has brought me into the space that Brant Secunda talked about, between the heartbeats. Und er hat mich in diesen Raum gebracht, von dem Brant Secunda gesprochen hat, nämlich diesen Raum zwischen zwei Herzschlägen, Between the thoughts. zwischen den Gedanken. It has made me more mindful. Er hat mich bedächtiger gemacht, also dass ich mehr nachdenke. It truly has been a wake-up call from my soul. Und es war sicher ein Weckruf meiner Seele. We could have the lights down for a moment. Können wir bitte die Lichter ein bisschen schwächer haben für einen Moment? I want to just read you the words of a song today, Ich möchte Ihnen jetzt die Worte eines Liedes vorlesen, which comes into my consciousness was mir gerade ins Bewusstsein kommt, about life and this encounter with life that we're all engaged in. bezüglich des Lebens und der Begegnung mit dem Leben, an der wir alle teilhaben. So just close your eyes for a moment and listen to the words. Schließen Sie also Ihre Augen für einen Augenblick und hören Sie einfach auf die Worte. So much joy, So viel Freude, so much sorrow, so viel Sorgen, so much hope, so viel Hoffnung, so much pain. so viel Schmerz. Such is life, So ist das Leben, such is being, so ist das Sein, such is spirit, so ist der Geist, such is love. so ist die Liebe. I want to thank Wolf Bunting and Dieter for inviting me to participate in this week. Ich möchte Wolf Bündig und Dieter danken, dass sie mich eingeladen haben, an dieser Woche teilzuhaben. I want to thank an amazing and magical man who's been my assistant, Wolfgang. Ich möchte einen ganz erstaunlichen, magischen Menschen, der mein Assistent hier war, Wolfgang, danken. And Frida for seeing into my heart. Und Frieda, dass sie in mein Herz gesehen hat. And to this beautiful woman, Gabrielle, who has translated so beautifully for me all week. Und dieser schönen Frau Gabriele, die so schön die ganze Woche für mich übersetzt hat. I want to thank you for your attention and the support of your energy. I wish you well and may your spirits soar. Und ich möchte Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre unterstützende Energie. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Ihr Geist aufsteigen möge. Thank you.